Ein flacher Bauch in nur 15 Tagen. Was im ersten Moment wie der reißerische Slogan einer Fitnesszeitschrift klingt, ist bei genauerer Betrachtung reine angewandte Biologie. Wenn wir über den Bauchumfang sprechen, geht es in einem so kurzen Zeitfenster um zwei entscheidende Faktoren: das im Gewebe gebundene extrazelluläre Wasser und die mechanische Entlastung des Magen-Darm-Trakts. Ein praller, vorgewölbter Bauch ist nämlich in den seltensten Fällen die Folge von reinem Fettgewebe, sondern vielmehr das Resultat von chronischen Gärungsprozessen im Darm, hormonell bedingten Wassereinlagerungen oder einer erschlafften Tiefenmuskulatur. Heutzutage nutzen wir hocheffiziente biochemische und physikalische Tricks, die wie ein Katalysator direkt auf die Verdauungsorgane und das hormonelle System wirken. Nummer 1: Die osmotische Gewebeentwässerung. Der schnellste Hebel, um innerhalb der ersten Tage Zentimeter am Bauchumfang zu verlieren, ist das radikale Umkehren des zellulären Flüssigkeitshaushalts. Unsere moderne Ernährung flutet den Körper mit Natrium, welches Wasser wie ein Schwamm im Gewebe rund um die Bauchorgane bindet. Der Trick besteht darin, industrielles Salz für 15 Tage streng zu limitieren und gleichzeitig die Zufuhr von bioverfügbarem Kalium durch den Verzehr von Avocados, Bananen und grünem Gemüse drastisch zu erhöhen. Kalium agiert als natürlicher Gegenspieler an den zellulären Pumpen. Es schwemmt das überschüssige Natrium samt den daran festsitzenden Stauwasser im Rekordtempo über die Nieren aus, wodurch die Silhouette im Nu gestrafft wird. Nummer 2: Sofortiger Stopp von Gärgasen im Darm. Ein dicker Bauch resultiert häufig aus einer entzündeten und aufgeblähten Darmwand. Um diesen Zustand sofort zu beenden, eliminierst du für 15 Tage sogenannte FODMAPs. Das sind fermentierbare Oligosaccharide, Disaccharide, Monosaccharide und Polyole, die sich in Lebensmitteln wie Weizen, Hülsenfrüchten, Knoblauch und Milchprodukten verstecken. Diese spezifischen Kohlenhydrate werden bei sensiblen Menschen im Dickdarm von Bakterien unkontrolliert fermentiert, wobei riesige Mengen an Methan und Wasserstoffgasen entstehen. Der Verzicht auf diese Stoffe entzieht den Fäulnisbakterien die Nahrungsgrundlage. Der Darm beruhigt sich, die Schwellung der Schleimhäute geht zurück und der unliebsame Blähbauch flacht fließend ab. Nummer 3: Den transversalen Muskel reaktivieren. Während klassische Sit-Ups die äußeren Bauchmuskeln trainieren und den Bauch oft noch weiter nach vorne drücken, zielt das Bauchstaubsaugen auf den Musculus transversus abdominis ab. Dies ist der tiefste Bauchmuskel, der wie ein natürliches Korsett um deine Organe liegt. Atme morgens auf nüchternen Magen vollständig aus, ziehe den Bauchnabel so tief wie möglich unter den Rippenbogen und halte diese Position, ohne Luft zu holen, für 15 bis 20 Sekunden. Wenn du diese neuromuskuläre Übung täglich wiederholst, erlangt dieser Muskel seine Grundspannung zurück. Er zieht die inneren Organe aktiv nach innen und sorgt innerhalb von 2 Wochen für eine völlig veränderte flache Statik der Körpermitte. Und Nummer 4: Die hormonelle Insulinsperre. Um den Effekt zu maximieren, koppelst du die 15 Tage an ein moderates Intervallfasten. Wenn du nach 18 Uhr abends keine Nahrung mehr aufnimmst, sinkt das Speicherhormon Insulin auf eine tiefe Nulllinie. Da Insulin die Fettspaltung im Gewebe blockiert, öffnet sich die biochemische Schleuse zu den viszeralen Fettreserven am Bauch erst nach etwa 12 Stunden Fastenzeit. In den verbleibenden 2 Stunden des morgendlichen Fastens verbrennt der Organismus die Energie für seinen Grundumsatz direkt aus den Fettzellen der Bauchregion. Ein hocheffizienter hormoneller Autopilot, ganz ohne sportliche Anstrengungen. Möchtest du jetzt noch wissen, was du essen solltest, um jahrelange Ablagerungen aus dem Darm zu entfernen? Dann schau dir unbedingt das Video an, welches wir dir an dieser Stelle verlinken. Klicke direkt drauf.